Herzlich willkommen zu unserem Kanal, der vor allem auf den Spracherwerb und nicht auf das Erlernen der Grammatik fokussiert ist. Finden Sie Grammatikübungen langweilig und mühsam? Haben Sie bisher versucht, eine Fremdsprache zu lernen und schwand Ihr Interesse dann, weil es nicht lustig war, Vokabeln und Grammatikregeln auswendig zu lernen? Diane erging es ähnlich, als sie begann, Deutsch zu lernen. Nachdem sie das Level A1 geschafft hatte, bemerkte sie, dass ihre Motivation und ihr Interesse langsam schwanden. Weil der Lernprozess weder fesselnd noch interessant war. Sie dachte sich, was kommt als nächstes? Aber sie hatte noch mehr Grammatikregeln vor sich. Och, als ehemalige Highschool-Lehrerin aus den USA, die nach Österreich gezogen ist und daher Deutsch lernen muss, dachte sie sich, dass es doch einen besseren Weg geben müsste, um die Sprache zu lernen. Also, anstatt die Vokabeln und Grammatikregeln zu lernen, warum setzt sie sich nicht mit der Sprache auseinander, indem sie Radio hört oder deutsche Fernsehprogramme schaut? So wie es ihr viele Freunde empfohlen haben. Naja, sie versuchte das auch. Und das Problem war, dass nach 5 Minuten Konzentration das Radio- oder Fernsehprogramm nur zu einem Geräusch wurde, weil es für sie unverständlich wurde. Oder in anderen Worten, es war zu schwierig und fortgeschritten für einen Sprachanfänger wie sie. Deshalb hat sie sich entschlossen, sich anderswo umzuschauen, um das Deutschlernen zu einer lustigen Angelegenheit für sich zu machen. Und das war der Zeitpunkt, als die Idee zu diesem Kanal entstand. Sie begann Kurzdokumentationen zu drehen, die sowohl englische als auch deutsche Untertitel haben. Sie drehen sich um Freunde aus aller Welt und darum, wie sie sich in die österreichische Kultur, die Sprache und das Leben integrierten. Durch die Hilfe von Muttersprachlern in Österreich, die mit ihr zusammenarbeiten und deutsche Untertitel für die Videos bereitstellen, wurde es ihre Aufgabe, Deutsch durch ihre eigenen Videos zu lernen. Des Weiteren fand sie durch die Inspirationen von Professor Jeff Brown und Dr. Stephen Krashen heraus, dass ein Teil in ihrem Spracherwerbsprozess fehlt. Und dieser Teil ist, wie man die Sprache natürlich und unbewusst erwirbt, anstatt sie zu lernen, wie in einem Sprachkurs, der sich sehr auf die Grammatik fokussiert. Dr. Krashen erklärt, damit dieser natürliche Spracherwerb auftritt, sollte der verständliche Input ein bisschen höher sein als das Level, auf dem Sie gerade sind. Aber dieser Input muss verständlich für die Lerner sein, sonst wird der natürliche Erwerb nicht stattfinden. Das ist der Grund, warum Radio hören oder deutsche Fernsehprogramme zu schauen nicht funktioniert haben. Denn als Anfänger war das meiste davon unverständlich oder die Gesten und Aktionen des Programms förderten das oben genannte Konzept nicht. Wenn Sie in einem fortgeschrittenen Level sind, dann können Radio oder Fernsehen eine gute Ergänzung zum Sprachenlernen sein. Aber als Anfänger beschränkten sich Dianes Optionen nur auf Kinderprogramme, die sie wenig interessiert. Sie fand allerdings einen großartigen YouTube-Kanal mit Teilen von Disney-Filmen in verschiedenen Sprachen und manche sogar mit Untertiteln. Der Zweck dieses Kanals ist es, anderen beim Erlernen einer Sprache durch die Disney-Clips zu helfen. Also mit diesem Kanal können Sie Diane während ihrer Spracherwerbsreise folgen. Benutzen Sie diesen Kanal als Abwechslung vom formalen Lernen der Grammatik und vom Auswendiglernen der Vokabel. Lehnen Sie sich zurück, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, dass Sie nicht genug tun, um Deutsch oder Englisch zu lernen.
Suchen Sie sich eine von Dianes Kurzdokumentationen aus und abhängig von Ihrem aktuellen Level können Sie entweder die Untertitel ein- oder ausschalten. Sie können auch Dianes Videoreise anschauen, in der sie ihren Lernfortschritt beim Deutschlernen festhält, in der sie der Methode von Professor Brown und Dr. Krashen folgt, die erfolgreichen Spracherwerb vom Sprachanfänger zum fließenden Sprecher in einem Jahr ermöglichen soll. Dies wird schließlich gesammelt als Playlist für Sie in diesem Kanal bereitgestellt. Bitte sehen Sie sich auch die englische Version dieses Videos mit Dianes Erklärungen an. Okay, starten wir mit dem Spracherwerbserfolg.